Hallo ihr Lieben, heute wieder ein neues Tutorial und diesmal mit ein bisschen Farbe. Und heute ist es ein Lidshot-Tutorial, ein Augen-Tutorial mit zwei tolle Farben von Hero. Eine Navy Baby, so ein lila Babyblau. Und ich würde einen Lidstich zaubern, nicht mit einem Eyeliner-Pinsel, sondern auch mit einem Mineral-Shimmer-Puder, nämlich mit Aubergine. Das ist so ein, ja, eine Aubergine-Farbe. Ich habe mein Gesicht schon vorbereitet mit Skolan, FYI und FYI Moisturizer mit Sonnenschutz und Hero No Doubt Natural Grundierung und Primer und ein bisschen Sweetie Darling auf den Wangen. Und dann würde ich mal starten mit, genau, Navy Baby. Und ich nehme dafür jetzt mal den Allrounder von Hero. Tipp das mal rein. Nou, ich fange erstmal an trocken, also einfach so. Das ist echt so eine Art Lavendelton, würde ich sagen. So eine Mischung aus Blau und Lila. Ein klein bisschen auf den Knochen hier unten. Und dann als nächstes gehen wir weiter mit dem Eyeliner Lidstrich. Und dafür nehme ich Aubergine. Also ein ganz dunkle Auberginebraun. Sehr hübsch. Vor allem auch bei grünen Augen, würde ich sagen. Braune Augen und ich finde das in Kombination mit dem Lila ganz toll und passend bei mein Kleid. Dafür habe ich ein bisschen Wasser und den Angled Eyeliner Pinsel, die 2,6. Mach den Pinsel nass, gehe dann in den Deckel und dann sieht man, dann kreiert man so eine Art Pasta. Das kann man eigentlich mit jeder Farbe machen von Hero und damit ist the sky the limit. Weil da ein bisschen rot drin ist, wegen so ein warmes Braun, macht das Blau natürlich noch mehr Pop und das wird auch bei Grün passieren. Genau das gleiche, in der Mitte fange ich an. Man kann es natürlich so dünn und dick machen, wie man will. Mit oder ohne Wing. Also ich stehe sehr gerne auf Wings. Und finde es auch super toll, jetzt mache ich das mit dem Aubergine, aber wir haben auch natürlich diese tolle Blautöne. Da kann man auch ganz tolle Sachen mitmachen. Oder wenn man wirklich Lust auf Farbe hat, wie wäre es mit ein cooles Grün oder Orange? Dann geht's weiter. Mache ich auch noch ein bisschen unten, ganz vorsichtig. Da gehe ich immer nur bis zur Mitte. Und verbinde das dann mit dem Punkt da oben. Also diese Sommer ist auch viel Graphic Eyeliner angesagt. Man kann auch hier was zeichnen oder hier oder Punkte machen. Also ich finde, mit diesem Pinsel kann man ganz gut, präzise zeichnen. Und dann gehe ich weiter noch einmal mit meinem lila Ton, weil ich möchte da auch noch ein bisschen Metallic mit reinbringen. Mache auch diese Pinsel nass. Warte mal, ich nehme auch einen schrägen Pinsel für mehr Farbintensität. Dann können Sie mal noch hier in den inneren Winkel. Also nur den Farbe ohne Wasser war mir dann doch irgendwie nicht genug Farbe. Und jetzt ist es tada, wirklich da. Fehlt nur noch Mascara. Heute nehme ich dafür Kjaer, de Voluminous Mascara. Ah ja, letzter Schritt. Um das nicht so rotlich zu machen, habe ich hier von Kjaer noch den Bright Eye Pencil. Die nehme ich für den Wasserlinien. Das Tolle daran ist, es ist kein Weiß, sondern ein Creme. Oh. Noch ein bisschen Lipgloss. Auch von Kjaer. Ich würde jetzt bei so einer dolle Augenfarbe keine rote Lippen machen zum Beispiel. Ich finde, ein Gloss ist immer schön. Das ist jetzt Tenderness. Ein schöner Nude. Dann kann ich noch ein bisschen Gloss auf meine Wangen tupfen.